so einige Elemente eines, wie man meiner Meinung nach den liberalen Staat denken kann, ohne dass ich sagen muss, da gibt es ein Dilemma oder so etwas, sondern vielleicht blinde Flecken, das würde ich zugestehen, aber nicht unbedingt ein Dilemma. Ja, Sie haben vollkommen recht. Die Prämisse, zumindest der Weise, in der ich das Argument hier durchgeführt habe, ist diese die Engführung des Begriffs liberaler Politik oder liberaler Regierung an die Form der Rechte. Das ist ich glaube, Sie haben jetzt, nehmen wir mal an, Sie haben nicht widersprochen, was ich aus dieser Prämisse für Schlussfolgerungen ziehe, Sie haben die Prämisse selber in Frage gestellt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja? Gibt es nicht liberales Regieren, das nicht in der Form der Rechte stattfindet? Ich finde das, glaube ich, schwer zu verstehen, was daran dann im spezifischen Sinne liberal sein soll. Also selbst, ich meine, erstmal muss ich klar machen, auch diese Bereiche, die Sie genannt haben, werden in liberalen Verfassungen immer auf Grundrechte zurückgeführt. Bildungspolitik begründet sich im Recht auf Bildung. Anders können wir das gar nicht konzeptualisieren in einer liberalen Ordnung. Es gibt keine Pflicht zur Bildung. Davon kann eine liberale Verfassung gar nicht sprechen, den Begriff hat sie gar nicht. Es gibt auch kein Gut der Bildung, ja? Auch diesen Begriff oder die Idee der Bildung, das sind alles Begriffe, die die liberale Verfassung gar nicht sprechen kann. Das passt nicht in die Sprache, auf die sie sich verpflichtet hat. Die Sprache, auf die sie sich verpflichtet hat, ist die Rede von Rechten, von Grundrechten. An dieser Stelle von Grundrechten. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, also ob nicht in der Durchführung, nicht der Umsetzung dieser Rechtsansprüche, ja, die die liberale Verfassung uns zuspricht, zum Beispiel den Recht auf Teilnahme, das Recht auf Bildung und so weiter, sozusagen steuernde Interventionen stattfinden können, die diese Inanspruchnahme in eine bestimmte Richtung zu lenken versuchen. Ja. Wie man das machen soll, ohne dass es nach strenger liberaler Lehre Paternalismus heißt, weiß ich nicht genau. Also ich sehe nicht, wie man dieses Problem oder eines autoritativen oder paternalistischen Eingriffs in die Ausübung von Rechten, wie man dieses Problem umgehen will, um das Ziel zu erreichen, das Sie gerade genannt haben. Ich habe da nichts dagegen, ja, aber ich frage mich, wie man das liberal begründen will. Der andere Punkt, ich meine, aber das ist jetzt ein Nebenpunkt vielleicht, ist, dass man ja gleichzeitig sagen muss, gerade wenn man das Feld der Bildung denkt, dass wir gerade dort im Moment ja auch die komplette Erosion dieses Feldes durch seine Verrechtlichung beobachten können. Nicht, das ist ja, was gerade stattfindet, nicht, dass das gesamte Bildungssystem über individuelle Rechtsansprüche reguliert wird. Nicht, das heißt, wir sind nicht mehr Teilnehmer an institutionalisierten sozialen Praktiken, zum Beispiel der Praktik der gemeinsamen Forschung und Lehrernosität, sondern wir sind Individuen mit Rechtsansprüchen an diesen institutionellen Zusammenhang. Wir Professoren schließen inzwischen, obwohl wir Teilnehmer dieser Institution sind, auch noch Verträge mit unseren Präsidien, als wären wir auf dem freien Markt. Ja? Das heißt, hier sieht man nicht, wie die Durchverrechtlichung von solchen Praktiken sie zerstört. Jetzt könnten Sie, ich meine, Ihre Option, die ist mir irgendwie sympathisch, könnte man den Liberalismus nicht auf halbem Wege stoppen? Ja, muss man ihn bis zum Neoliberalismus durchführen, der nichts anderes ist als die Durchverrechtlichung und damit die Durchökonomisierung dieser Zusammenhänge? Muss man so weit gehen? Oder kann man nicht so mit ein bisschen autoritativen, paternalistischen System stehen bleiben? Ich sehe nicht, aus welchen Quellen sich das begründen kann. Entweder oder. Entweder bin ich liberaler oder nicht. Vielleicht noch eine kurze Frage abschließend. Haben Sie eine Ahnung, warum dieser Vorwurf des Leninismus Sie trifft? Haben Sie irgendwie eine Idee? Naja, ist das die Alternative dann quasi, die große Revolution oder die große Veränderung? Das kann es ja wohl nicht sein, so habe ich Sie heute Abend nicht verstanden. Ich weiß ja nicht, was die Leute sich unter Lenin vorstellen, aber es gibt ja eine Tradition, in der Lenin der rote Moses genannt wird. Das heißt, das ist eine prominente Deutung der russischen Revolution nicht, das ist die letzte
und die konsequenteste Form des Exodus ist. Ja, das heißt, die Führerfigur, die politische Führerposition, die es braucht, damit das Volk sich befreit. Nicht? Das ist der Versuch, vielleicht ist es auch paradox, aber so etwas wie Autorität, ja, die Lenin hier als revolutionärer Führer hat, und Befreiung in einem systematischen Zusammenhang zu sehen. Ja. Und in gewisser Weise, darauf hat der Kommilitone Igris recht hingewiesen, ich wollte das umgehen als Problem, habe ich das natürlich im Programm. Ja? Das heißt, dass diese Politiken der Befreiung sind, da sie die freien Subjekte erst hervorbringen müssen, sind notwendigerweise angewiesen auf eine bestimmte Art der Autorität, also der Macht- oder Autoritätsausübung, die allein den Befreiungseffekt haben kann. Nicht? Selbstbefreiung im strikten Sinne ist eine Aporie und sie braucht, das muss ich Ihnen jetzt als Lacan-Kenner nicht sagen, sie braucht den Durchgang, nicht? Durch die Autoritätsfigur. Ich weiß nicht, ob das damit gemeint war, aber dafür würde ich schon plädieren. Nun, für den langen Weg durch die 40 Jahre Wüste habe ich Ihnen hier einen Schnaps vom Kloster Andechs mitgebracht. Vielen Dank für die Diskussion und dass Sie heute Abend da waren.